Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um eine Art Ersteindruck des Victorinox Venture Pro und des Victorinox Venture Pro Kit. Venture bedeutet etwas wagen, etwas riskieren und dieser Name passt zum Messer bzw. dem Konzept. Victorinox hat hier ein wirklich sehr interessantes Messer für Outdoor- und Buschkraftanwendungen auf den Markt gebracht. Hergestellt wird es in der Victorinox Fabrik in Ibach in der Schweiz und an der Entwicklung war Felix Immler maßgeblich beteiligt. Und ich muss auch sagen, das merkt man auch, mehr dazu dann im Video. Wir haben hier eine Fulltank-Konstruktion mit einem aufgespritzten Polymergriff. Der ist hier ganz fein strukturiert und hat rutschhemmende Elemente, also das ist schon mal gut gemacht. Am Griffende befindet sich hier eine Viertel Zoll Sechskantaufnahme, die man optional auch als Lanyard Hole nutzen könnte. Und auf diese Sechskantaufnahme komme ich im Laufe des Videos nochmal detaillierter zu sprechen. Auffällig am Griff ist dieser Einsatz aus Metall. Das ist ein Feuerbohrpunkt. Ja, wenn man das braucht, ist das bestimmt nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das verwenden würde. Ansonsten muss man sagen, der Griff liegt hier wirklich gut in der Hand. Das ist eine härtere Polymermischung. Das Griffvolumen liegt hier in etwa zwischen 75 und 85 mm. Die Grifflänge von hier bis da sind etwa 122 mm und effektiv greifbar in dieser Mulde sind etwa 102 mm, so ganz grob. Macht erstmal wirklich einen guten Eindruck, also da kann man nichts sagen. Die Klinge ist ab hier unten gemessen insgesamt 110 mm lang. Effektive Schneide sind dann immer noch 105 mm. Wir haben hier auch eine ganz kleine Schleifkarbe, also die könnte vielleicht sogar ein bisschen größer sein, aber ansonsten ist das gut gemacht. Klingenbreite 3,2 mm. Dann haben wir eine Klingenhöhe von 28 mm. Das ist ein Vollflachschliff und ich habe es nicht glauben können, ich habe mehrfach nachgemessen. Wir haben gerade mal 0,3 bzw. 0,35 mm hinter der Schneidphase. Also das ist wirklich schon ein sehr guter Wert. Der Klingenrücken ist schön scharfkantig. Ich denke, das hört man. Also Feuerstahlbedienung ist kein Problem. Im vorderen Bereich haben wir hier ein Jimping und ja, das ist auch eine gute Sache. Also hier könnte man, wie soll man sagen, solche Druckschnitte ausführen. Also wirklich solche Schnitte, wo man vorne ein bisschen Druck aufbauen muss, Skalpell-ähnliche Schnitte oder mal für feinere Arbeiten. Also das ist auch gut gemacht. Dann hier die Klingenbeschriftung, linksseitig einfach nur das Victorinox Logo und der Schriftzug und auf der anderen Seite nochmal ein Hinweis darauf, dass es in der Schweiz produziert wurde und hier steht 14C28N 59 HAC. Also definitiv eine gute Stahlwahl. Wir haben einen rostregen Stahl, wir haben einen Stahl, der gut die Kante hält und das ist ein gut nachschleifbarer Stahl. Also das passt, da kann man nichts sagen, ist wirklich gut gemacht. Weiter geht es mit der Messerscheide. Die ist sehr simpel gehalten, erinnert so ein bisschen an die Mora-Messerscheiden. Das ist strapazierfähiger Kunststoff. Hier sind zwei kleine Drainagelöcher. Und diese Messerscheide kann man auch als Blasrohr zum Feuerstarten benutzen. Das geht wahrscheinlich mit jeder dieser Art von Kunststoffscheiden, solange hier vorne ein Drainageloch drin ist. Da kann man dann einfach durchpusten. Aber hier ist es dann schon anatomisch ein bisschen ausgeformt. Also hier werden die Lippen angelegt und vorne kommt dann der Luftstrom raus. Und ja, damit pustet man dann in die Glut bzw. ins Feuer. Ist auf jeden Fall eine schöne Idee, aber dürfte wohl genauso auch mit einer Mora-Messerscheide funktionieren. Die Messerscheide nimmt das Messer wirklich vernünftig auf. Also da kann man nichts sagen. Gut und sicher, kann hier auch nichts passieren. Ist Links- und Rechtshänder geeignet. Das gefällt mir auch gut. Also man kann das auch einfach andersrum reinstecken. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben, wie schon gehört, ein leichtes Rattern. Das ist die Klingenspitze, die schlägt hier innen im vorderen Bereich in der Messerscheide an. Also ich kann damit ganz gut leben, aber ja, man sollte es zumindest mal wissen. Als Zubehör gibt es hier einen, ja, so eine Art Dengler. Den zieht man hier einfach über die Messerscheide drüber und dann hat man hier eine 6 cm Gürtelaufnahme. Also das dürfte wohl für die allermeisten Gürtel reichen. Es gibt noch eine
alternative Befestigungsmöglichkeit. Wir haben hier einen O-Ring, also so einen ganz simplen O-Ring, den es auch in jedem Baumarkt gibt, aus Gummi. Und den kann man dann im vorderen Bereich hier auch über die Messerscheide drüber ziehen. Dann könnte man die Messerscheide samt dem Messer beispielsweise einer Umhängetasche, einem Rucksack, vielleicht an einem Mollesystem oder unter Umständen auch am Gürtel nochmal befestigen. Also das würde gehen. Ein bisschen Kritik muss ich hier schon anbringen, denn dieser O-Ring aus Gummi, der kann auch mal spröde werden oder reißen. Und ja, da muss man sich dann was einfallen lassen, weil der ist ab Werk hier vernäht. Ja, und wenn er kaputt geht, dann ist er halt kaputt. Dann kriegt man hier keinen neuen Gummi rein. Ich denke, dass hier ein Klettsystem vielleicht die bessere Lösung gewesen wäre. Aber gut, das kann man ja dann auch selbst nachrüsten. Zu dieser Messerscheide gibt es ein ziemlich innovatives Tragesystem. Also das ist auch Molle-kompatibel. Ja, ich muss sagen, gefällt mir wirklich gut. Der eigentliche Clou ist hier die Unterbringung einer Pinzette, also Standard 91 mm Victorinox Pinzette, also von den 91 mm Modellen. Hier so ein Kugelschreiber, das ist der gleiche, der in den Plusschalen mit drin ist, zum Beispiel wie beim Victorinox Compact, und da noch ein Feuerstahl. Also ja, da wurde der Platz wirklich gut genutzt. Da merkt man so ein bisschen vielleicht die Felix Immler Genetik, die hier auch mit drin steckt. Gefällt mir sehr gut. Ansonsten ist das hier auch recht einfach anzubringen. Man dreht die Messerscheide um, also das Logo ist dann hinten, macht aber nichts, weil wir nehmen ja nochmal ein Logo. Und dann hat man hier ein einfaches Klicksystem und dann ist das hier auch schon fest drin. Geht ganz einfach auch wieder raus, einfach draufdrücken. Finde ich schön gelöst. Dann hat man auch hier eine Gürtelaufnahme. Das sind auch in etwa 6 cm minimal mehr. Ich glaube 6,1 oder 6,2. Ja, ist wirklich schön gemacht. Also mir gefällt, wie erwähnt, besonders diese Geschichte hier mit Pinzette, mit dem Kugelschreiber und dem Feuerstahl. Ja, einfach eine schöne Idee. Jetzt zum Victorinox Venture Pro Kit. Das ist sozusagen eine optionale Erweiterung fürs Messer, kann man also bei Bedarf dazu kaufen. Wir haben hier eine Tasche, die man mit diesem Klettverschluss am Tragesystem befestigen kann, und das machen wir jetzt zusammen. Einmal Klettverschluss öffnen, durch diese Schlaufe durch, hier auch öffnen, dann einmal hier durch. Hier haben wir zwei längliche Öffnungen. Einmal hier durch, dann schaut man, dass die Löcher übereinander sind. Durchziehen. Und auch hier hat man zwei längliche Öffnungen. Das war es schon fast. Jetzt umdrehen. Durch diese Schlaufe hier durch. Einmal darauf achten, dass die Klettflächen auch wirklich gut übereinander liegen und dann einfach festmachen. Das sitzt wirklich sicher. Jetzt kann man das Messer samt Messerscheide wieder einsetzen. Dann macht man das über den Haken hier zu und fertig. Also was mir auch gut gefällt, das wäre jetzt beispielsweise die Rechtshänder-Trageweise. Das sieht optisch dennoch wirklich gut aus. Linkshänder ist fast noch ein bisschen schöner, aber das ist wirklich Geschmackssache. Also gefällt mir beides sehr gut. Zum Material dieser Tasche, das ist 600D Nylon, ist auch wirklich gut verarbeitet, also kann man nicht sagen. Diese äußere Oberfläche, die fühlt sich so ein bisschen an wie das Material von Fahrradpacktaschen, dürfte ziemlich sicher auch wasserabweisend sein. Jetzt kommen wir mal zu den inneren Werten. Und dazu nehme ich erstmal kurz nochmal die Messerscheide raus, aus einem bestimmten Grund. Wir haben hier zwei kleine Schleifsteine. Fragt mich nicht nach der Körnung, ich kann es wirklich nicht einschätzen. Ich denke mal 800er bis 1000er. Ich habe dazu nichts gefunden. Vielleicht, wenn es jemand weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Man kann das dann hier in diesem Tragesystem einstecken. Da gibt es zwei Öffnungen, die genau passen. Und dann hat man ein mobiles Schleifsystem. Also gefällt mir wirklich gut. Da kann man sein Messer auch unterwegs auf Gebrauchsscharfe wiederbringen, indem man hier einfach so immer runterzieht, schon gleichmäßig. Also die Idee ist wirklich gut.
Ob man das dann auch wirklich nutzt, ist die zweite Frage. Also das bleibt jedem selbst überlassen, aber ich finde die Option einfach sehr, sehr schön. Das Einzige, was mir nicht gefällt, man ist hier sehr, sehr wahrscheinlich gezwungen, dass man diese Schleifsteine immer bei Victorinox nachordert. Also die Dinger können bestimmt auch mal brechen. Ja, aber das machen andere Hersteller auch so. Optional könnte man die Tasche ja bestimmt auch anders befüllen. Also da bleiben einem viele Möglichkeiten. Was mir besonders gut gefällt, ist diese Tasche mit dem 20 mm Holzflachbohrer drin. Also wir haben jetzt hier dann auch endlich mal diese Viertelzoll Bitaufnahme bzw. Sechskantaufnahme, die kommt jetzt ins Spiel. Man kann den hier dann so durchstecken, der stoppt auch und dann ist das ideal für kleinere Buschkraftarbeiten, also vielleicht zum Lagerbau oder für Steckverbindungen, für kleinere Konstruktionen oder auch einfach nur, um mal ein 20 mm Loch zu bohren. Ja, man sollte natürlich darauf achten, dass man hier die Messerscheide drauf hat und dass man von der Klinge wegarbeitet. Ansonsten hat man hier dann wirklich einen guten Hebel und kann schön arbeiten. Also das ist wirklich gut gemacht. Mir gefallen solche zusätzlichen Optionen wirklich gut. Ist einfach mal was anderes. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit für ein Fazit. Vorläufiges Fazit, ohne das Messer richtig benutzt zu haben. Die Verarbeitung ist gut, an der Materialwahl gibt es auch nichts auszusetzen. Der Anschliff ist wirklich enorm sauber ausgeführt und zwar auf beiden Seiten. Bisschen ungewöhnlich ist hier vielleicht der Schleifwinkel für ein Buschkraftmesser. Wir haben etwa 14 Grad und ja, da muss man einfach sehen, ob sich das bewährt, aber da spielt auch jede Menge persönliche Präferenz mit rein. Das Tragesystem gefällt mir sehr gut, also Pinzette, Stift und hier noch Feuerstahl. Alle drei Dinge kann man nachkaufen bei Verlust oder wenn es kaputt geht. Molle kompatibel. Ja, Feuerstahl könnte man vielleicht denken, das ist hier doppelt gemoppelt mit diesem Feuerbohrpunkt. Ja, für mich ist das einfach eine zusätzliche Option. Also ich persönlich werde das sehr, sehr wahrscheinlich nicht nutzen, aber ist auf jeden Fall schön, sowas zu haben. Stört auch nicht. Ja, und hier, Dengler habe ich schon erwähnt. Dieser O-Ring finde ich jetzt einfach ein bisschen ungünstig gelöst, aber man kann sich auch ganz leicht selbst behelfen. Ich habe hier schon mal so ein bisschen vorgegriffen. Das ist jetzt einfach ein Klettband und das hält perfekt. Das hält sehr gut, wirklich auch stabil und das kann man sich dann hier auch ganz leicht selbst dran basteln, wenn man das möchte. Also insofern passt das. Diese Messerscheide mit der Blasrohr-Zusatzfunktion, das gefällt mir auch. Also auch das werde ich sehr wahrscheinlich eher selten bis nicht nutzen. Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, aber ja, ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass es geht. Pro-Kit finde ich wirklich interessant. Also ich werde nicht beide Schleifsteine mitnehmen oder Schleifstäbe. Ich habe mich entschieden dazu, wenn überhaupt einen, vielleicht auch gar keinen. Hier passt dann noch ein Bitset rein, wenn man nur einen benutzt und einen kann man auch einfach als Ersatz zu Hause lassen. Ja, also ich finde das Schleifsystem wirklich gut, also die Überlegung dahinter, aber persönlich brauche ich das so nicht. Also da gibt es auch andere Möglichkeiten und wie gesagt, einer würde erreichen. Das geht auch. Was ich sehr gut finde, ist dieser Holzbohrer. Der kann wirklich hilfreich sein. Ist einfach praktisch und man kann sich da auch austoben. Es gibt etliche solche Bohrer mit Viertelzoll Sechskant. Wie vorhin schon erwähnt, Bitsets gehen auch. Also das ist eine schöne, schöne Sache und ja, warum nicht? Als ideale Ergänzung zum Venture Pro sehe ich zum Beispiel ein Multitool oder auch ein Victorinox Handyman oder ähnliche Klappmesser, Taschenmessermodelle. Vielleicht auch hier einfach ein Victorinox Multitool. Ja, wenn man so ein Multitool oder ein Schweizer Messer dazu nimmt, zu diesem Messer, dann hat man wirklich jede Menge Optionen. Also da ist man dann extrem breit aufgestellt und man deckt einfach viel ab. Also das muss man sich überlegen. Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Würde ich auf jeden Fall so machen. Ja, jetzt kurz zum Preis. Ich denke, das ist jetzt noch die Frage, die offen ist. Und ja, ganz günstig ist es nicht. Also das Victorinox Venture Pro, das besteht ja in dem Set
mit dieser Messerscheide und diesem Tragesystem kostet etwa 110 bis 120 Euro. Und für das Pro-Kit sind dann nochmal 45 bis 50 Euro fällig. Also wir liegen etwa zwischen 160 und 170 Euro insgesamt. Ist nicht sonderlich wenig. Andererseits kann man vielleicht argumentieren, dass man bei Victorinox lebenslange Garantie hat. Das relativiert das Ganze vielleicht so ein bisschen. Und es gibt noch eine einfache Victorinox Venture Variante für etwa 70 Euro. Die hat dann diesen Feuerbohrpunkt nicht, hat auch dieses Tragesystem nicht, aber ansonsten ist das dann sehr ähnlich. Hört sich dann vom Preis deutlich besser an. Ja, also dieses Messer werde ich jetzt mal in einen ungenormten Langzeittest nehmen. Da kommt dann auch irgendwann mal ein Video dazu. Ich weiß nicht wann, das kann wirklich dauern. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Ich habe versucht, möglichst viele Details reinzupacken, ohne das Messer richtig zu kennen. Aber ich denke, man konnte sich einen guten Eindruck davon verschaffen. Gut, dann verabschiede ich mich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.